Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir haben den Patch 5.1 bekommen und das heißt neuen Charakter zum Pullen und natürlich neue Main Story. Wir gucken uns das natürlich direkt an. Warte 2 Tage. Frech. Hey, nicht lecken. The fuck ist mit dem Spiel? Gerade frisch runtergeladen. Früh am Morgen. Hat noch ein paar Problemchen. Erstmal natürlich hier Login-Stuff holen. Danke. Do so much on your... Things have been looking really rough for Natlan lately. There are more and more commissions from the Adventurers Guild, and they're all related to the Abyss. Just waiting around won't do us any good. Let's go and see if there's anything we can do to help. Okay, das heißt zu Catherine. Und der neue Charakter Zylon. Mal schauen. Also wir sollten machen ein paar Puls. Wir sollten sie so oder so nicht bekommen. Beim letzten Mal pullen hat Nari mich verarscht. Und danach habe ich auch nicht weiter gepullt. Also, wir machen ein paar Puls. Nun, ja. Die 4-Stars in dem Banner sind leider nun nicht wirklich zu gebrauchen. Haben sich viele Leute schon drüber aufgeregt. Okay. Ja, nun muss man noch mehr sagen. Ich glaube nicht. Also, Glück ist wie immer mal nicht auf meiner Seite. Walani zu bekommen hat sehr, sehr viel gekostet. Kinich wollte nicht. Und Zylon anscheinend auch nicht. Collie war schon... Ja, okay, Collie ist gut. Als Charakter, aber der Rest ist so, naja. So. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. Tja, weil bei euch nur ich arbeite. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. I've got some good news.
The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information, rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Keeping Natlan safe and sound is our priority now. The more it can wait. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Oh, hey, Kachina! Are you feeling better now? Hallo? Können Voice Actor nicht bezahlen. Yep. Jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um zu Hause zu bleiben und sich zu erholen. Ich wollte etwas tun und mithelfen. Ich habe gehört, dass der Pyro-Archon Krieger sammelt, die in den entlegenen Gebieten stationiert werden sollen. Also bin ich hierher gekommen, um mich zu melden. Sehr beeindruckend. Ich habe von all den Dingen gehört, die ihr getan habt. Da alle so hart arbeiten, muss ich auch meinen Teil dazu beitragen. Übrigens, Silon hat mir erzählt, dass sie den Auftrag erhalten hat, dir einen antiken Namen zu schmieden. Sie meinte, sie sei bereit und wir können jederzeit zu ihr gehen. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. Silon ist eine wahre Meisterin. Sie kann nicht nur antike Namen schmieden, sondern auch alle möglichen neuen und lustigen Dinge. Sie hat immer einen Stapel von Aufträgen auf dem Tisch, sodass man normalerweise eine Weile warten muss, bis sie etwas fertigstellt. In diesem Einzelfall hat sie jedoch ihren Zeitplan komplett über den Haufen geworfen, um deinen antiken Namen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Nun, meine Anmeldung als Krieger ist bereits abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch auf die Antwort warten. Wenn es euch passt, können wir vielleicht zusammen zur Salon gehen. Sie würden mich doch nicht ablehnen, oder? Ich meine, ich hoffe, Sie würden das nicht tun. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Vielleicht sollte ich doch ein Loch finden, in das ich mich verkriechen und eine Weile verstecken kann. Jenseits des Rauches und der Spiegel. Okay. Frech. Was ist das? Kachinas Voice Actor schon rausgeschmissen, oder? Was? Hä? Ist bei mir auf meiner Seite irgendwas kaputt? Ich kann auch mal... Wie gesagt, ist gerade frisch runtergeladen. Wir haben kurz nach 5:30. Aber eigentlich war bei der Überprüfung war jetzt nix. Müssen wir gucken.
Ja, okay, ich habe nochmal eine Überprüfung bis 75% durchlaufen lassen. Es hat bis dahin nichts gefunden. Okay, dann ja, müssen wir Kachina vorlesen. Es soll irgendwelche neuen Settings geben. Anderes. Hier. Automatisch Sperren von Foster-Waffen ist neu. 5-Sterne-Artefakte können automatisch hinzugefügt werden, um als Material zur Verstärkung verwendet zu werden. Wenn ihr das dann anmacht, auf jeden Fall jedes 5-Star-Artefakt, was ihr behalten wollt, natürlich dann mit dem Schloss sperren. Wenn ihr das sonst aktiviert, kann es sein, dass ihr dann irgendwelche guten 5-Star-Artefakte verliert. Okay. Problem für mich. Map. Der Teil der Map 97% fertig. Ich muss wahrscheinlich noch die NPC-Prüfung machen, wo du irgendwie so eine Strecke abfahren musst und dann mit Wertung B, A oder S beenden musst. Ist okay. Problem sind die anderen Sachen. 91%, nur 92%, 94%. Ich weiß, dass man natürlich nicht alle... Wie heißen die Gebäude, die man mit dem Schlüssel aufschließen muss? Jetzt komme ich nicht drauf. Ich sag mal Altäre, bla. Die Gebäude, die man einfach mit dem Schlüssel aufschließen muss, wo noch eine luxuriöse Truhe drin ist. Dass die nicht alle gemacht werden können, ist klar. Weil du ja nicht genug Pyrokulus hast, um die alle abzugeben, um alle Schlüssel zu bekommen. Mir fehlt ein Pyrokulus, keine Ahnung weshalb. Ich habe nur 107 von 108 gehabt. Keine Ahnung, wo eins fehlt. Ich muss alles komplett nochmal neu durchsuchen. Ansonsten, ja, die NPC-Quest. Hier gibt es ja zig NPCs auf der Map, wo du immer dieses Rennen oder sowas machen musst. In den Dino rein musst, diese Rennen abfahren musst. Da brauche ich halt noch die ganzen Truhen. Da habe ich, glaube ich, 2 von den Rennen nur fertig und bei dem anderen nur B- oder A-Bewertung, wo ich dann die S-Bewertung noch machen muss. Bäh? Was ist das? Nervig? Richtig? Nervig? Ansonsten, ja, soweit habe ich die Maps fertig und dafür sollte es jetzt eigentlich eine Belohnung geben. Eigentlich sollte man, ja. Reich der bunten Steine und Flammen. Aktuelle Erkundungsfortschritt 93%. 400 Belohnung. Insgesamt. Mache das, ne, die verschiedenen auf 40, 60 und 80. Und schließe den Auftrag ab. Das haben sie jetzt neu reingemacht, damit die Leute auch mal ihre Maps fertig erkunden bis zu einem gewissen Grad.
Also wem noch einfällt, wo ein Pyrokulus sein könnte, der nicht sofort auf der Map angezeigt wird, wenn man an dem Spot steht? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke nochmal nach. So, natürlich, wenn wir jetzt die Main Story abschließen, bekommen wir auch nochmal extra Urgestein. Der neue World Boss. Zylonens Stammeschronik-Auftrag werden wir auch ein Video natürlich zu machen, um ihre Upgrade-Materialien und so weiter zu bekommen. So just show up and I'll handle the rest. Okay, kommt nicht mehr das Ding von Venti, wo er jetzt die Geschichte erzählt. Ist das weg? Okay. Naja. Battle Pass. Ja. Gepult haben wir. War natürlich nicht so ergiebig. Was? Ach so. Ja. Muss ich mir später angucken. Ne, es sind neue Echos, also diese Spuren, die die Charaktere hinterher ziehen, jetzt für Keqing und Zhongli hinzugekommen. Ich werde wahrscheinlich das für Zhongli machen. Okay. Und dann können wir eigentlich los. Für die Story. Carving waves. Guten Tag, hallo. Ja, jetzt steht sie auf einmal hier. Ich habe sie vorgestern noch gesucht. Zylonen. Ich habe die Person mitgebracht, die einen antiken Namen braucht. Er ist super toll und ich habe schon eine Menge von ihm gelernt. Ich kann mich dafür verbürgen, dass er den Namen eines Helden wirklich verdient hat. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Ja, Vorstars kriegen anscheinend keine Synchronstimmen mehr. Wait, are you Outlanders? Hey, diskriminiert ihr uns? Bist du eine Katze oder was? Frech. We're travelers who just arrived in Natland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. Fräulein, ne, du hast eine kaputte Hose an, du hast gar nicht zu reden. Fang an zu schmieden. Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name.
Ich habe schon sehr viele Heldentaten vollbracht. Ich habe unzählige Heldentaten in ihrem Abenteuerhandbuch gesehen. Ich habe das Gefühl, sie können alles Mögliche schaffen. But they were all performed outside of Natlan, correct? Nein, hallo? Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as basis Die haben for wir an schon ancient name. gerettet. Zusammen mit Kachina. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Warum habe ich das Gefühl, dass das schon einmal passiert ist? Ich glaube, beim letzten Mal hat es damit geendet, dass Ceylon einfach Dutzende von Runden um den Berg in der Nähe gelaufen ist. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Ja, mal sehen, ob wir einen besonderen Weg finden, das durchzuziehen. Wenn wir es wirklich nicht schaffen, können wir immer noch mit dem Pyroarchon reden, oder? The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record his heroic deeds. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Lali at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny Eats to Leap. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Also wir haben vielleicht ihr kleines Spielzeug kaputt. Moment, es war nicht wir. Wir haben da nicht drauf geschossen. Das ist einer der nächsten Charaktere, den wir pullen können, der da drauf geschossen hat. Yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. Great going, Mawika. We're already off to a rocky start. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Lali would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. All right, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say.
please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Lass mich hier nochmal Schatzkompass benutzen. Nein, sollte ich alles haben, hoffe ich. Ach so, ich habe die Kammern auch noch nicht, ne? Wir haben ja die 3 Geheimkammern, wo wir diese dummen Armbänder für brauchen. Ja, mir fehlt ein Teil. Ich könnte zwar 2 fertig machen und in die Kammern gehen, aber mir fehlt irgendwie... Mir fehlt noch ein Teil für das letzte. Und das schon seit 3 Wochen. Ja, also die müssen irgendwo aus den Truhen rauskommen. Entweder von den NPC-Challenges. Oder ich weiß halt nicht, was in den Kammern drin ist. Da habe ich mich noch nicht spoilern lassen. Also da fehlt mir auch noch ein Stück. Da hell ist hier los. Warum hört man ihn auch nicht? Moment. Ich starte mal das komplette Spiel neu und gehe nicht nur zurück in den Startscreen und repariere da. Vielleicht geht das, wenn ich komplett nochmal neu starte. Nö. Hat nicht geholfen. So treffen wir uns wieder. Katschina hat mir alles erzählt. Ich werde die Nachricht an die Meisterin des Nachtwinds überbringen und Sidlali davon überzeugen, euch eine Chance zu geben. Ich werde dann auch gleich die Gelegenheit nutzen, ihr zu erklären, was mit dem Stein der sprechenden Geister geschehen ist und mich persönlich bei ihr zu entschuldigen. I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Das ist schon in Ordnung. Wir arbeiten schließlich alle für den Plan des Pyroarchons. Jeder hier versteht, wie schlimm die Situation geworden ist. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Weil wir alle gesehen haben, wie ein Held der Vergangenheit vor unseren Augen wieder erschien und dann sollte Mualani das eine unermessliche Menge Wissen und Erinnerungen plötzlich ihr Gehirn überflutet. Der Pyroarchon hat alles erklärt, als sie aus dem Königreich der Nacht zurückkam, einschließlich des Grundes für das Auftauchen des alten Helden und des Zustands vom Königreich der Nacht. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Ich habe noch eine weitere Information zu verkünden. Wir haben die Person, die Capitano in der Arena des Heiligen Feuers gerettet hat, so gut wie identifiziert. Sein Name ist Auroron. Und auch er ist ein Mitglied der Meister des Nachtwinds. Allerdings hat er die meiste Zeit seines Lebens allein in der Wildnis verbracht, weit weg von dem Stamm. Deshalb bleibt sein Verschwinden auch unbemerkt. Als Sidlali schließlich feststellte, dass er verschwunden war, hatte man eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Lolly knows him too? Das stimmt. Auroron war ein Waisenkind, das vom Häuptling der Meister des Nachtwinds und vielen anderen gutherzigen Menschen seines Stammes aufgezogen wurde. Trotzdem hatte er sein
ganzes Leben lang einen etwas sonderbaren Ruf. Sonderbar. Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Das ist richtig. In dieser Hinsicht haben Auroran und Citlali also einiges gemeinsam, weshalb sie sich auch recht gut verstehen. Makes sense. But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Derzeit konnten wir noch nicht feststellen, ob Auroran den Fatui freiwillig beigetreten ist oder ob er dazu gezwungen wurde. Citlali will wahrscheinlich unbedingt beweisen, dass Auroran kein Verräter ist. Also würde ich das zum Anlass nehmen, wenn ich mit ihr spreche. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Wir? Warum wir schon wieder? Wann kommt denn das Wort wir her? Könnt ihr das nicht machen? Ja, wenn ihr alle mit der Idee einverstanden seid, wird daraus eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und nicht nur eine einseitige Bitte um Hilfe. Gute Idee. Yeah. Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Nietzsche. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Citlali can meet at the stadium in 2 days. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Okay. Schon wieder warten? Warum? Was soll das? Okay. Ich bin gerade am gucken, ob andere die Voice-Probleme auch haben. Ja, no voice. Okay, irgendwo in irgendwelchen Patch Notes soll wohl drin stehen, some voice lines were not recorded due to the ongoing strike. Wer streikt? In woher auch immer diese beiden Voice Actor sind. Frech. Da hätte man nicht einfach AI nehmen können. So ein bisschen. Ihr habt Voicelines von denen. Rein in AI und fertig. VA Strike.
Strike began Juli 26, 2024. Aim Drummer, Voice Actor. Ja, toll. Wie so ein paar Idioten. Okay, ja, irgendwelche Voice Actor Streik und anscheinend gehören die beiden auch dazu. Penner. Ich hoffe, ihr fliegt raus und werdet ersetzt. Hä? Wollten wir uns nicht bei der Arena treffen? Wollt ihr mich verarschen? Echt, die haben Tainaris Voice Actor ersetzt. Die können auch die beiden ersetzen. Oder gehen wir jetzt mit ihr zusammen zu der Arena? Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. Hast du mein Stück Obsidian fertig? I have bad news. Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with respect. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Ich muss gleich eine alte Frau verprügeln. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't a subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter! Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Huh? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Lolly. Wait, you're Lolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. Nun, wir können nicht reden, wir sind über 500 Jahre alt. Mindestens. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age?
Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, "Understood." Besides, just showing up is the most important part, no? But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. What's with that expression? Was she feeling embarrassed? Guck mal, da kommt schon der erste Sniper, der Stuff klauen will, weil er nicht vorgefarmt hat. Nix. Nix, Christo. When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Er hat nur eine Rauchbombe geschmissen. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. O weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? Ein schwebendes, weißes Ding, was uns voll labert, haben wir immer dabei. It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal.
Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local... Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your... Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Aurora... Okay. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.